Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte es nochmal genau wissen mit meinem Account, und zwar werden ja die einen oder anderen von euch wissen, wie so meine Pläne sind für dieses Jahr, und ich möchte halt Stufe 700 erreichen zum Ende des Jahres. Am besten natürlich zum Legendary Dungeon, denn ich möchte mit Stufe 700 eine komplette Umequipung vollziehen. Ihr wisst ja, wie sehr behind mein ganzes Equipment ist. Ne, ich gehe hier einfach nur mal ganz kurz durch die Ehrenhalle und dann schauen wir mal auf die anderen Waffen einfach mal. Ne? Also da ist schon deutlich Potenzial, auf jeden Fall alleine schon bei der Waffe, aber auch beim restlichen Equipment, und bis Stufe 700 sind das auch nochmal 30 Level, und auf der Stufe möchte ich mich einmal komplett umequippen. Warum das Ganze? Erstmal als kleine Challenge für mich so. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass man so auf was hinarbeitet. So, das gibt mir nochmal Motivation, das Ziel auch zu erreichen und darauf hinzuarbeiten. Auf der anderen Seite ist es nicht worth, sagen wir mal, alle 10, 20 Level sich auf der Stufe neu zu equippen, weil der Levelfortschritt so langsam ist und man so langsam vorankommt, dass es sich halt kaum lohnt, sich vom Legendary Dungeon zu Legendary Dungeon neu zu equippen. Und dann auf der anderen Seite ist halt eben das Wichtige bei eurem Char die festen Punkte, die Basispunkte, und das sind die Punkte, die ihr in euer Hauptattribut und in euer Nebenattribut reinsteckt. Die kann euch keiner mehr nehmen. Ja? Wenn ich jetzt hier den mache, so, dann sind meine ganzen Stats weg vom Equipment, sag ich mal, ne? Außer, okay, gut, so eine Keule hier, ne? Aber jetzt mal nur so als Beispiel, ja? Dann sind meine ganzen Stats weg vom Equipment, aber das ist halt nur mein Equipment, und das Equipment, sage ich ja immer wieder, das sind die temporären Stats, und das hier sind halt eben diese festen Stats, die halt eben bleiben. Die bleiben auch, wenn euer Equipment weg ist, und die sind bei mir auch sehr gut, obwohl ich jetzt nichts anhabe, sozusagen jetzt ein bisschen nackig bin. Ne? Und die kann man halt nicht verändern. Was man aber jederzeit anpassen kann, sind die temporären Stats, und die temporären Stats, die könnt ihr jederzeit neu upgraden, wenn ihr dann halt eben wollt oder es halt eben als sinnhaft seht zu diesem Zeitpunkt. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden dann. Ne? Man sagt so im Schnitt, wenn jetzt irgendwie euer Equipment oder die Waffe jetzt 5% besser ist oder so, ne? und das restliche Equipment 10% besser ist, dann kann man schon mal drüber nachdenken, das neu zu equippen. Aber am Ende des Tages ist es euch selbst überlassen, denn die Steine da drin, die Verbesserungen auf den Equipment und das alles, das könnt ihr jederzeit wieder neu anpassen, und deswegen ist es für mich im aktuellen Moment gerade nicht worth, und ich kann mir das sozusagen vorhalten, ne? Ich habe nur sozusagen noch ein Ass im Ärmel und kann halt eben mich entscheiden, wann ich diesen Damage Spike nehmen möchte, zumal genau das gleiche mit den Verbesserungen. Ne? Ich habe halt eben noch ganz schlechte Verbesserungen drauf. Ich könnte alles easy auf 20 ziehen, das ist gar kein Problem. Das spare ich mir aber alles schön auf für Stufe 700. So, jetzt ist das Problem aber, erreiche ich es zeitgleich Stufe 700 zu hitten, und es kommt ein Legendary Dungeon, wo ich die Chance habe, mich komplett nochmal einmal neu zu equippen. Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Schaffe ich es? Oder bin ich dann Stufe 701, bin ich 699 oder so? Ne, das ist dann ein bisschen schwierig. Wir hatten das Ganze schon mal ungefähr ausgemessen gehabt, und ich bin Ende des Jahres circa Stufe 700. Und ich wollte mich nochmal ganz genau informieren, ob das wirklich so stimmt, und deswegen habe ich meinen Char nochmal eingelesen in den SF-Simulator. Das Ganze hatte ich ja schon mal in einem Video thematisiert. Wer das Ganze trotzdem nochmal sich für sich selbst anschauen möchte, da habe ich den Link unten in der Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und das selbst für euch mal ausprobieren. Und hier könnt ihr halt eben euren Char einlesen und die Werte bestimmen und rausfinden, sag ich mal, wann wann euer Char halt eben eine bestimmte Stufe erreicht, oder andersrum, wie viele Stats ihr habt bis zu dieser und dieser Stufe. Das könnt ihr dann halt eben hiermit auslesen. Ja? Was ihr dafür machen müsst, ist euer Level eintragen, die Basisstats, die ihr habt, die
Erfahrung, die gerade auf eurem aktuellen Level ist, das Mount, was ihr nutzt, eure Akademie-Level, Gold-Minen-Level, Edelsteinmine, Schatzkammer, Hydra. Das sind Werte, die müssen hier rein. Bei den Boni müssen halt eben Sammelalbum rein, wie hoch euer Märchenturm ist, eure Gildenboni, ne? Und halt eben die Boni von den Runen, beziehungsweise von den Verzauberungen, die ihr halt eben auch noch auf eurem Equipment tragt, ne? Dann sind hier unten die verschiedenen Hexenschriften, wie heißen die nochmal? Hier von der Hexe halt hier, die Verzauberung. Ne? Also die kann man hier auch eintragen oder halt eben rausnehmen, wenn man die jetzt zum Beispiel nicht hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, also ich habe hier alles schon eingetragen jetzt für meinen Account hier, ne? Stufe 670 bin ich gerade. Wie ist euer Playstyle? Ne? Spielt ihr 320 Alu pro Tag? Spielt ihr vielleicht nur 100 oder so? Wie oft dreht ihr am Glücksrad? Ne? Was ist eure Priorität? Seid ihr ein Goldspieler? Seid ihr ein Erfahrungsspieler oder seid ihr Hybridspieler? Ne? Dann, wie viele Stunden am Tag wird eure Stadtwache effektiv genutzt? Habe ich jetzt mal so 22 hingeschrieben. Weiß nicht, ob das so hinkommt, könnte sein. Ne? Schedule. Kann man sich vielleicht andere Sachen hier hinzufügen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das heißt. Und genau, hier kann man den Haken rein oder raus machen, ne? Wenn man ab einem bestimmten Level vielleicht die Priorität ändern will auf Gold oder XP. Ich bleibe aber auf Gold. Und dann kann man hier noch einstellen, ob man die Biere einzeln trinkt oder ob man alle Biere hintereinander hinweg trinkt. Ne? Ich trinke die alle hintereinander weg. So, also ich trinke meine Alu nicht einzeln. Das heißt, nach jedem Bier, sag ich mal, nimmt man wieder ein neues an, wieder 20 Alu, wieder 20 Alu. So, das kann ein bisschen die Alu optimieren, aber ich hatte das auch mal verglichen in dem Simulator hier. Es ist wirklich nicht ausschlaggebend so. Dann kann man die Kalender noch einstellen hier. Ne? Ich weiß jetzt aber gerade nicht, in welcher Reihenfolge bzw. welcher Kalender mein Kalender gerade ist. Habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, weil die rotieren ja auch fest durch und deswegen kann man da auch diese einstellen. Habe ich jetzt mal einfach auf 1.1 gelassen. Beziehungsweise können wir das gleich noch ändern, denn ich bin ja Stufe 670 und morgen erreiche ich die 71. Das heißt, theoretisch könnte man auch direkt mit der 71 starten. Aber ich würde mal sagen, wir simulieren jetzt erstmal einmal durch, damit wir ungefähr sehen, was wir so jetzt erreichen. Also meine Werte sind jetzt hier eingegeben. Und dann gucken wir einfach mal. Und zwar gehen wir jetzt hier nicht, wir können zum Beispiel auch hier bestimmen die Stufe. Ne? Ihr kennt das ja, ich habe es euch schon mal gezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Progress in einem Jahr sehen will, dann gibt man hier 365 Tage ein. Und dann simuliert er euch quasi die 365 Tage durch und dann seid ihr in einem Jahr, steht dann euer Account da oder da. Wollen wir jetzt nicht. Wir wollen das Level haben, ja. Und zwar Stufe 700 ist das Ziel. Nicht so schnell. Ich melde mich nochmal ganz kurz zwischendurch, denn der Dude da im Video hat tatsächlich vergessen, den Haken aus der Kalender-Skip-Taktik rauszunehmen, was natürlich sehr amateurhaft ist, denn der Kollege Schnürschuh spielt gar nicht mit der Kalender-Skip-Taktik. Demzufolge ist die Simulation falsch. Das fällt ihm aber später im Video noch auf und das sorgt dann nochmal dafür, dass es dann doch nochmal knapper wird, als eigentlich erwartet. Und dann starten wir die Simulation und dann sehen wir hier auch schon gleich die Statistiken. Oh, Digga, ich will das Fenster ein bisschen kleiner machen. Ach, Mann. Ach, das regt mich immer so auf hier, Mann. Lass mich doch einfach... Also wirklich, ja. So, das sind jetzt die Werte, die euch das Tool anzeigt. Hier sehen wir die aktuelle Statistik, die wir haben, 670 und hier auf 700. Ja, und dann haben wir hier auch die Basiswerte, die wir bis dahin erreicht haben. Ist natürlich heftig, weil ich natürlich auch auf Gold gehe. Und genau, wenn man jetzt hier mal schaut, dann sieht man, okay, ich bin hier in 342 Tagen auf Stufe 700 und habe hier am 18.12.2024 mein Ziel erreicht und das ist natürlich eine Sache, die ist ja eigentlich ganz okay, sag ich mal, weil das könnte wirklich eine Punktlandung werden
weil ich halt wirklich davon ausgehe, dass ich zum Winter Legendary Dungeon mich neu equippen möchte und bis dahin möchte ich natürlich auch versuchen, Stufe 700 zu erreichen, was hier in dem Tool leider nicht mit inbegriffen ist. Und das ist halt eben noch eine Sache, die könnte gut reincarryen, sag ich mal. Ne? Das ist halt eben, wir haben ja jetzt die neuen Aufgaben hier, beziehungsweise das sind ja noch die alten Aufgaben und das ist ja die Daily Quest, die wir haben, die gibt euch gleich viel XP wie damals der Geheimauftrag, aber was jetzt eben neu ist halt die wöchentlichen Events und hier haben wir einmal pro Woche 20 Abenteuerlust extra. Ja, das ist natürlich ganz nice und das könnte auf ein Jahr gesehen auch carryen. Sagen wir mal, wie viele Wochen hat ein Jahr? 52. Runden wir mal auf 50 Wochen runter, einfach mal. Ne? Dann haben wir 50 mal 20 Alu mehr pro Jahr, was uns zur Verfügung steht. So, jetzt natürlich die Frage, wie viel mache ich so ungefähr mit 20 Alu an XP? Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit 20 Alu, was ist denn da gut? Was ist da ein guter Wert? Ich denke mal, wenn man jetzt noch, sagen wir mal, einmal im Monat noch ein XP-Event mit einfließen lassen, dann mache ich so unterm Strich vielleicht so, 1 Million oder 1,5 Millionen, sagen wir mal. Ne? Wenn man jetzt 1,5 mal 50 rechnen würde, dann sind wir bei 75, ne? Also 750 Millionen XP, wenn ich mich jetzt nicht verkalkuliert habe, die ich das Jahr durch die extra Alu jetzt hier zusätzlich machen würde, was natürlich jetzt kein komplettes Level ist, aber ein halbes. Und das ist natürlich, muss man auch mit rein berechnen in die ganzen Statistik-Sachen hier. Ne? Das ist hier noch nicht mit inbegriffen. Da müsst ihr noch dann drauf schauen, okay, das müsstet ihr vielleicht noch mit rein involvieren in eure Rechnung. Und wenn wir jetzt mal ganz generös sind und sagen, okay, wir sind jetzt hier schon Stufe 671, weil morgen habe ich ja hier schon das Kalenderlevel ab, also das kann man ja schon fast eigentlich zählen, würde ich mal sagen. Ne? Dann haben wir hier Stufe 700 als Endresultat. Und dann wäre ich am 7.12.2024 Stufe 700, wenn nichts dazwischen kommt. Und man weiß ja auch nicht ganz genau, eventuell haut Playa vielleicht ja noch einen Dungeon raus. So, das kommt ja auch noch mit in die Rechnung dazu. Bis dahin, bis zum Jahresende, werde ich bestimmt noch mal 1 oder vielleicht auch 2 Etagen weiterkommen hier in der Monstergrotte, was ja auch noch mal jeweils 300 Millionen XP sind, die mich halt dann eben auf mein Ziel nochmal ein wenig, oder die mich meinem Ziel nochmal ein wenig näher bringen als, ohne Dungeons. Die Dungeons sind sich auch nicht mit inbegriffen, sag ich mal. Und genau, so kann man das Ganze dann hier eben, ich habe einen ganz fatalen Fehler gemacht. Ich habe hier die Skip-Kalender-Taktik verwendet. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen cringe, Brudi. Okay, dann müssen wir... Oh, shit. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Man kann ja den Kalender skippen. Fuck. Jetzt wird es ja nochmal kriminell. Den Haken, den mussten wir noch rausmachen. Die ganzen XP-Spieler, die auf die höchsten Level der Welt gehen sozusagen, die skippen ja die Kalender, um halt die XP-Kalender zu priorisieren. Und die XP-Kalender, die haben halt hier eben die XP-Bücher drin und die skippen halt eben den Kalender. Das heißt, wenn hier zum Beispiel, das ist kein XP-Kalender, da lässt man den ersten Tag durchlaufen und dann switcht der direkt zum nächsten Kalender und dann hofft man, dass da das ein XP-Kalender ist. Das ist so die XP-Kalender-Taktik oder die Skip-Taktik. Müssen wir rausnehmen, weil das machen wir nicht. Ja, deswegen simulieren wir jetzt nochmal einmal durch. Ist jetzt aber interessant, könnte jetzt aber auch sehr knapp werden, weil das könnte nochmal ziemlich hart reincarryen oder uns die Suppe versalzen, sag ich mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir ohne Kalenderskip erreichen bis Stufe 700. Und dann starten wir jetzt mal die Simulation. Mussten wir rausnehmen, den Haken. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann sehen wir,
Okay, der 16.12. Ja, also ein paar Tage hätten wir uns jetzt gespart durch die Kalenderskip-Taktik. Wenn wir jetzt wirklich nochmal von dem Worst Case ausgehen und hier hinschreiben, wir sind jetzt Stufe 670, ja, morgen sind wir ja schon die 71, dann simulieren wir das Ganze nochmal durch auf Stufe 700 und dann, ja, okay, und dann sind wir hier am 1.1.2025 dann Stufe 700 erst und das wäre natürlich zu spät. Der Legendary Dungeon, der kommt ja erst, ich glaube, der kommt immer so vor Weihnachten irgendwann, kurz vor Weihnachten müssen wir Stufe 700 erreichen. Also das ist so das große Ziel, sag ich mal. Ne? Also wir haben jetzt halt generös gerechnet, dadurch, dass wir jetzt ja morgen das Level-Up machen, bekommen wir ja wirklich ein komplettes Level-Up, das heißt, wir bekommen 1,5 Milliarden XP ab morgen geschenkt, was natürlich nochmal wirklich einiges ausmachen würde, denn dieses eine Level, was jetzt quasi einen Tag unterscheidet, das involviert hier quasi, ob wir es schaffen oder nicht schaffen. Ne? Ein Level macht hier den Unterschied aus. Das ist krass, ja. Aber dadurch, dass wir ja das morgen schon kriegen, ist es okay. Dass wir, sagen wir mal, jetzt hier schon mit 671 starten, weil wir ja halt wirklich das Ding morgen bekommen. Oh Mann, Alter. Und dann sind wir am 16.12. Und das würde klappen. Ja, das würde wirklich klappen. Und dann, wie gesagt, müssen wir noch raufrechnen, sagen wir mal, noch ein halbes Level, was ich durch die 20 Alu bekomme, durch das eine Bier, was ich pro Woche extra trinken kann. Also es wird eine knappe Kiste, aber ich glaube, ich bin zuversichtlich und am Ende des Tages haben wir immer noch die Dungeons, die wir halt noch dazu kalkulieren können und eventuell kommt ja dieses Jahr auch noch ein neuer Dungeon. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ja, ist nochmal spannend jetzt gewesen, habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt, wegen dem Kalenderskip-Taktik, den Haken mussten wir rausnehmen und falls ihr mich natürlich auf meiner Reise bis zum Ende des Jahres mit begleiten wollt, dann würde ich mich natürlich sehr gerne freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo dalasst, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Und das soll es soweit gewesen sein für mein Gewissen nochmal das Ganze durchkalkuliert hier, ne? Auch nochmal richtig durchkalkuliert. Und genau, das war es soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht war es ja für euch auch interessant. Und am Ende des Jahres zum Legendary Dungeon geht's ab, da erreichen wir Stufe 700 und hoffentlich eine komplette Neuequippung in Winter Dungeon. Da kann ich euch jetzt schon mal einen dicken Livestream garantieren, auf jeden Fall. Ne? Wenn ich es irgendwie schaffe, da mir 1-2 Tage im Legendary Dungeon frei zu halten oder so. Alles klar, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.